Einen wunderschönen, meine wunderschönen Kardan hier. Ich habe es im letzten Video angedeutet. Tierlist Captain für den Ranked-Modus It ist. Und ja, ich werde ein paar Worte zu ihm verlieren. Ich hoffe, es wird nicht so lang. Die Leute, die mich kennen, who knows. Kann auch ein Ramble werden, wo ich dann über eine Einheit 1000 Jahre rede. Wir gehen einfach mal rein. Wir starten wieder zu sehen mit Coco. Falls ihr euch dann wundert, warum guckt der denn dieser Spaß so oft nach unten? Ich habe hier mein Handy zu liegen, weil ich habe mir ein bisschen was abgescreenschossen, damit ich mich hier nicht verplapper und zumindest bei den Fähigkeiten vorlesen kann. Ein großes Problem als Disclaimer vorneweg: Wenn man Helden nicht besitzt, kann man ihre Progression im Level nicht sehen. Das heißt, ich besitze den Schuh nicht und den Piratenanführer nicht, weshalb ich nur schätzen kann, wie die auf Level 4 aussehen. Warum Level 4? Level 4 ist das letzte Mal, dass sich stat-technisch was ändert an den Fähigkeiten. Auf Level 5 kriegt ihr nur den Charme, also das Abzeichen, dass euer Anführer, den ihr spielt, halt diese Fähigkeit dann mit als Abzeichen nutzen kann. Jetzt gehen wir erstmal rein mit Coco. Es ist hier SAECD bei gerade einmal 8 Captain, die wir zur Verfügung haben. Würde ich sagen, wir machen maximal einen oder keinen in D und maximal einen oder keinen in S. Wobei mir S wirklich schwer fällt und ich jetzt auch nicht weiß, wie ich differenzieren soll, weil wenn ich manche Sachen einzeln betrachte, sind sie nicht so krass, als wenn man dazu eine Combo hat. Aber da starten wir mal rein. Zurzeit Coco für mich der eigentlich schwächste Held. Jetzt werden andere sagen, hä, aber Dino, bla bla. Dino tatsächlich habe ich auf Max-Level und der ist im Early endkrass. Aber dazu mehr, Dino kommt gleich ran. Ich setze, und dann ist der Spot weg, Coco in Motherfucking D-Tier. Denn Coco, Freunde, ich blende es ein, Coco hat auf Level 4 erhalten eine Sonnenmünze bis zu 6 für je 5 Sonnenmünzen in deinem Besitz. Und von einer Ranked-Perspektive betrachtet, sammelt ihr nicht so viel Geld. Schon gar nicht so auf der Bank. Ich sage, er ist ein Bankchar. Kann vielleicht ganz cool sein als Charme, wenn man doch mal 5 Münzen oder so übrig lässt, um im nächsten Turn so richtig Power beizumachen. Aber ich denke, mehr als 5 Mal überlassen. Oder vielleicht auch mal 6, was euch dann trotzdem nur eine Bonusmünze im nächsten Zug bringt. Ist eigentlich nicht der Value. Vielleicht mal testen, wenn ich irgendwie es schaffe, ihn zu leveln, Charme mitzunehmen. Weil, wie gesagt, ich denke, mehr als eine Bonusmünze kriegt ihr da nicht raus. Eine Bonusmünze kann die Entscheidung bringen. Es kann der Refresh sein, dass ihr euch dann trotzdem noch die 8er oder die 5er leisten könnt, die ihr euch sucht. Aber ihr werdet sehen, es gibt da wesentlich geilere Sachen. Kommen wir zu Dino. Dino ist simpel. Dino macht eigentlich nicht viel, außer beibereit. Also, wenn beide Spieler bereit sind, temporär den Angriff aller Diener im eigenen Spielfeld um 4 zu erhöhen. Es ist, ich meine, als großer Charme sind es dann auch nur 3. 3 Angriff. Aber was diese 3 machen können im Early, vor allem Welle 1 und 2, vor allem wenn wir irgendwelche Ranked-Segen-Buff-Boni gerade haben, die uns irgendwelche Schrotteinheiten aufs Feld schmeißen. Schrotteinheit sei jetzt mal dahingestellt. Zurzeit gibt's zu dem Zeitpunkt, wenn wir dieses Video drehen, sind wir gerade noch bei den Artischocken-Eiern. Also stationäre Eier, die aber Elite-Truppen aussenden, selber aber nicht fighten. Und auch da kann diese plus 3 einfach Value bringen für die Elite, die euren Gegner pushen. Diese 3 können auch ultra krass sein, wenn ihr sowas habt wie Beastern, den Avocado-Krieger, irgendwas, was mit Kampfbeginn sich nochmal hochskaliert oder prozentual gesehen irgendwas beschwört, die Orangenbrüder, Beastan, was auch immer, kann es nochmal pushen. Und wenn es damit nur 1 oder 2 Angriff nach oben geht, Leute, das kann vor allem
Runde 3 Boss-Level den Unterschied machen, dass ihr dieses Fieder wegrusht, den Boss meine ich, und damit euren, der den Gegner angreift, pusht. Nichtsdestotrotz bin ich mir dessen bewusst. Vor allem, ich bin jetzt ungefähr bei 4K Elo angekommen. Was nicht viel ist, im Großen und Ganzen betrachtet, ist mir das bewusst. Aber ich denke, von dem, was ich sehe, und wenn jetzt noch bessere Spieler auf mich zukommen, dann gehen die Spiele nicht mehr bei Runde 3 oder irgendwas zu Ende. Wir haben 150 Leben. Boss 3 macht gerade einmal 30. Und ich sage, Dino fällt rapide ab nach Turn 3, also Wave 3. Nichtsdestotrotz, ich würde ihn in B setzen. Ich kann nachher immer noch ummuscheln. Ich setze ihn erstmal in B. Wir kommen zu Pflanzer. Pflanzer bei bereit, also beide Spieler sind bereit für die Runde, heilt den Anführer um 12. Schaden ist manchmal nicht vermeidbar. Ich finde es in Plants on Fire extrem gefährlich, sein Leben als Ressource zu betrachten. Außer man ist Full Life, kann man immer noch mal sagen, jetzt mal ein bisschen sparen, wenn man zum Beispiel einen Koko hat oder irgendwas oder ein Koko-Abzeichen und man sagt, für das Bonusgold jetzt einfach mal ein bisschen Schaden nehmen. Ich habe ja Pflanzer als Held oder als Captain, der hält mich ja hoch. 12 Leben sind nur knapp über 2 Einheiten, die durchkommen. Aber ich sag mal so, dadurch, dass Pirat existiert, macht's ihn gut. Tatsächlich würde ich in den Fällen der Captains behaupten, dass die Heilung eigentlich sogar krasser ist als der Angriff. Ich weiß jetzt nicht, da muss man mal drauf achten. Pirat triggert am Rundenende und Pflanzer, wenn beide bereit sind. Eigentlich negiert Pflanzer quasi den Pirat. Andersrum kann man es jetzt natürlich genauso. Eigentlich ist das jetzt hier gerade, Pflanzer ist eigentlich nur dafür da, weil es Pirat gibt. Aber es ist halt ultra schwer. Du kannst einschätzen, du lässt nur maximal 2 Einheiten durch. Pflanzer haut dich wieder voll. In Verbindung mit einigen Zaubern, die es gibt, die als Voraussetzung haben, dass der Anführer, der Kapitän, Held, wie auch immer ihr es nennen mögt, Schaden nimmt. Pflanzer trotzdem deshalb für mich echt schwierig. Weil eigentlich Dino bringt bei einem vollen Board mehr Value rauf. Würde aber behaupten, Pflanzer und der Pirat stehen eigentlich auf einer Stufe. Wir machen B. Hinteres B. Warum ich Dino nicht auf A setzen kann, seht ihr gleich. Die Kerze. Ich sollte sie nach ganz hinten setzen, um zuletzt über ihr zu sprechen, aber sie ist jetzt nun mal hier vorne. Leute, da führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid. Die erste Aktualisierung ist gratis und enthüllt immer einen Diener mit Kosten 8. Und der Kaufpreis ist um 2 reduziert. Ihr könnt eine 8er Einheit für 6 fucking Münzen kaufen. Das heißt, ihr habt danach noch 4 Gold. Ihr könnt entweder noch eine 3er Einheit holen oder in crazy affixen, wie gerade das Artischockenei, was wir haben, verkaufen und noch eine 5er raufschmeißen. Immer natürlich gesetzt im Fall, wir gehen vom Best Case aus, da ist auch das im Shop, das wir haben. Eigentlich können wir direkt darüber sprechen, weil sie ist die nächste im Bund. Aber noch mal kurz zur Kerze. Es gibt Einheiten wie die Tomate, selbst wenn es die Schamanin ist. Nehmen wir mal sogar an, es ist der Mana-Baum. Dann könnt ihr diesen Mana-Baum, der sich dann mit 86 Kraft spawnt, nach vorne setzen und man kann sich eigentlich sicher sein, außer der Gegner spielt das gleiche und selbst dann wird es durchkommen. Ihr rennt euch gegenseitig die Bude ein, weil diese dicken Viecher da dann vorne wegrennen und die ganzen kleinen durchkommen. Und jetzt zu der Sache, ich hab da schon Turn 1 eine Tomate zum Beispiel, die sich da schon hochstackt. Da kommt ja noch dazu, dieser eine Refresh, natürlich, ihr habt den nur einmal, am Anfang dachte ich auch, aber als ich dann auch dieses Level 4, dass da die Kosten nochmal, also auf Level 2 ist es nur die -1. Auch das kann euch schon helfen, weil ihr damit am Anfang, wenn ihr einen Shitroll habt, euer Pivot komplett beschissen ist, rerollt ihr
kriegt eine 8er Einheit für 7 und könnt noch eine 3er mit aufs Feld setzen. Das ist so ultra Value fürs Early Game. Und wenn ihr da eine skalierende Einheit mit erwischt, ist es wirklich in 95% der Fällen, eigentlich ist es eigentlich schon ein festes GG. Ihr habt dann da einen Beater zu stehen oder ein krasses Early Game, was euch erstmal durchträgt. Und in diesem Sinne geht es zur Glückskatze. Die Glückskatze, da geht's ja in der Mathematik. Und bitte vertraut der Mathematik. Plus 2 Münzen. Heißt, ihr startet mit 12 Gold. Ihr holt euch jetzt einen 8er Drop für 6. Das heißt, in der Mathematik könnt ihr euch entweder locker eine 5er kaufen und habt noch ein Gold über oder schon 2 Dreier. Oder ihr macht eine Dreier auf P2, wenn sie denn so gerollt ist. Und Leute, wenn ihr da auf Turn 1 zum Beispiel einen Mana-Baum zu stehen und ein Biestern 2 Sterne, hat euer Gegenüber schon überhaupt kein. Ist die Münze Katze. Auf Level 4 startet ihr mit 14 Gold ins Spiel, was ja schon mächtig ist. Ich gehe einfach mal davon aus, ihr Token wird wahrscheinlich dann nur 3 Gold sein. Dann geht ihr halt in die nächste Runde mit 2 mehr Gold. Also, aber wirklich diese Combo. Wie gesagt, ich habe es ja gerade einmal vorgerechnet. Das Level, also das erste Token der Katze mit Startgold, 2 Gold, wenn es das dann ist. Das reicht schon, die Mathematik, vertraut der Mathematik. Über einen Piraten haben wir gesprochen. Ich sage euch jetzt ganz ehrlich, weiß nicht, warum man das krass finden sollte, wenn es so ist. Ich kann jetzt nur vom Wenn sprechen, dass es so skaliert wie die Heilung, nur eben auf Schaden, also vice versa, quasi zur Pflanze. Ich komme jetzt, ist vielleicht ein Hot Take, aber Pflanze mit seinen 12 Heilungen jede Runde wird öfter dafür sorgen, dass ihr das Spiel nicht verliert, als der Piratenanführer dafür sorgt, dass ihr ein Spiel durch seine Fähigkeit gewinnt. Ende. Ich sag, da ist Überleben fast wie in einem MMORPG, wie ich es immer angepriesen habe. Überleben ist wichtiger als Schaden machen. Punkt aus Ende. Und Jungs, Schild, der Biker, wie heißt der IC? Eiserner Neuling kommt auch auf A. Leute, ich habe ihn noch nicht, aber rein vom Theory Crafting her, der Steppenkuh ganz nach vorne gesetzt. Dieses Vieh startet schon mit Schild. Dann kriegst du da noch 3 Schild drauf. Und das geht ja hoch bis zu plus 8. Lass es übers Token nur plus 5 oder plus 6 sein. In einem Video habe ich schon mal erzählt, die Schildfunktion ist, Angriffe, die reinkommen, werden abgewehrt. Kein fester Wert. Wenn ihr da irgendwas schon angerollt sehen kommt mit 5 und das ist die bulkigste Unit, die der da schon reinschickt. Jungs, ist GG. Ich bin immer noch so fasziniert vom Steppenkugler, aber nehmen wir mal an, wir haben das Söldnerfeld auf dem Ort, wo die Steppenkugler einfach doppelt spawnen und der Erste hat einfach mal schon das 4-fache an Schilden. Könnte ablegen, das Ding. Also den will so brachial auf Max-Level, sobald ich die Chance bekomme. Und wenn ich dafür reinpaye, werde ich nicht. Aber ich will den zumindest dann wirklich aufs erste Token-Level bringen, weil es gerade mit dem Piraten das Einzige ist, was wirklich mit dem Schuh eigentlich auch dafür sorgt, dass man richtig Pfeffer aufs Board bekommt, nicht sich selber zu verstärken, sondern den Gegner unter Druck zu setzen. Ein bisschen Druck braucht man auch. Eigentlich sagt man in so einem Spielen immer, seinen Spielplan sicher durchzubringen, ist besser und wichtiger, als den Spielplan des Gegners zu verhindern. Aber hier ist nun mal die Mechanik, wir müssen auch angreifen und jetzt kommen wir dazu, warum der Schuh da nur hier ist. Ich sage auf einer Stufe mit Dino, weil er die Legendary ist mit der viel interessanteren Fähigkeit, setze ich ihn davor. Er kann nicht A-Tier sein, meiner Meinung nach. Ich erkläre euch jetzt, wieso. Wenn ich auch so drüber nachdenke, fürs Gefühl lassen wir einfach mal B als Durchschnittsheld da dann 3 stehen. Kommen wir zum Sneakers-Fan. Ich sehe leider nur, weil ich habe ihn selber nicht. Verbündete Elite-Truppeinheiten, also alle, erhalten beim Betreten des Felds für 0,5 Sekunden 150% Bewegungstempo. Boah, ihr denkt jetzt eine halbe Sekunde. Ja, aber Jungs, ich hatte mal ein Base Race, wo auch so eine 0,5 Sekunden Fähigkeit mir das Spiel gerettet hat. Sonst wäre es wahrscheinlich ein Unentschieden gewesen. Warum ich sage, es ist keine A-Fähigkeit,
sondern eine B-Fähigkeit ist, dass es den Pilzsamurai gibt. Der Pilzsamurai hat ab Level 9 oder 10 ist es die Fähigkeit oder erweitert seine Fähigkeit darum, dass beim Einsatz seiner Fähigkeit, was ja auch auf Bosse wirkt, gegnerische Einheiten, die die Lane betreten, kriegen nicht nur seine Fähigkeit ab, sondern werden auch für 0,5 Sekunden gestunt. Es ist zurzeit, meine ich, eine Pay-to-Win-Einheit. Also den Pilzsamurai kriegen wir nur aus Packs, aber sie negiert halt komplett die Fähigkeit. Jetzt müsste ich wirklich wissen, erhöht sich das Bewegungstempo mit den Leveln des Helden oder die Dauer? Hier ist natürlich eigentlich, würde ich sagen, eine halbe Sekunde 200% oder 250 zu haben, 100 Mal besser als Dauer. Aber das Allergeilste wäre wahrscheinlich auch dadurch, dass es den Pilzsamurai gibt. Der Mittelweg eine Sekunde, also auf Level 4. Der beste State des Helden ist ja auf Level 4. Wäre, glaube ich, von einer halben Sekunde auf eine Sekunde und von 150 auf 200%. Dann würde ich ihn auf jeden Fall vorm Eisernen Neuling sehen und wirklich vielleicht sogar bei der Münzkatze. Gut, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nach wie vor sagt ihr euch, Poco fühlt sich für mich am smoothesten an. Der Piratenanführer ist für mich der krasseste. Spielt das, was ihr denkt, es passt am besten zu eurem Spielstil. Das ist das A und O. Wenn ihr jemand seid, der tatsächlich am Ende der Runde mal 10 oder 15 Gold auf der Bank hat, nehmt Coco. Ich wüsste nicht, in welcher Situation ich so viel Geld, also mehr als 3 Gold, glaube ich, habe ich nie offen. So, aber wie gesagt, wenn ihr sagt, nee, dieses Heilung, das gibt mir einfach so ein sicheres Gefühl, ich kann befreit aufspielen, alles schön und gut, dann spielt den. Ich habe euch begründet, aus welchen Aspekten ich das so richtig finde, wie es jetzt hier ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal wieder was anderes. Vielleicht mache ich mal mehr zu diesen Tierlisten. Dafür brauche ich dann aber noch mehr die Spielerfahrung. Ich bin jetzt genau meinen 21. Tag, also die 3. Woche in Plants on Fire. Daher, ja, abwarten und euch viel Glück. Die Season, meine ich, nähert sich dem Ende. Und ja, dann sehen wir uns alle nächste Season wieder. Und in diesem Sinne,